Die typischen Traumareaktionen im Körper kennst du sicherlich. Und damit einhergehend gibt es natürlich auch ein typisches Körpergefühl. Aber wie wäre es, wenn diese Traumafolgen bzw. Traumareaktionen du nicht hättest? Und wie wäre es? Ist es dann eine Freiheit? Das war eine Frage einer Zuschauerin. Und diese Frage werden wir jetzt beantworten. Ich bin Gabriela, ich leite mein eigenes Institut und ich glaube fest daran, dass ein Neubeginn sowohl im Körper als auch im Leben möglich ist, wenn wir Nervensystemregulation erlernen können und wir eine ganz sanfte Rückführung in unser Körper und zu uns selbst erleben dürfen und dadurch uns selbst ermächtigen. Ich lese jetzt erstmal diesen Kommentar von einer Zuschauerin, ich gehe mal davon aus, dass sie Zuschauerin ist, vor. Liebe Gabriela, danke für deine ehrliche Offenheit. Welche Frage bei mir in letzter Zeit intensiv auftaucht? Wie ist es, wenn ich diese Zustände, Anführungsstrich, zu kämpfen, zu fliehen, zu erstarren, eingefroren zu sein, nicht mehr haben würde? Ist das dann Freiheit? Haben diese Personen ohne Entwicklungstrauma, ohne Trauma, ein anderes Körpergefühl? Irgendwie bin ich gerade blockiert. Ja, ich lade dich jetzt mal dazu ein, dass du kurz innehältst und für dich nachdenkst. Was denkst du? Wie ist denn das Körpergefühl von Menschen, die diese traumatisierende Erfahrungen nicht hatten, sondern in eine Zeit und in eine Kindheit aufwachsen durften, im Gedeihen und in ein sicherem Umfeld und mit Zuwendung, mit Liebe und so, wie das von Natur angedacht ist, wie wohl ihr Körpergefühl ist. Ist das dann Freiheit? Wie ist das für dich? Vielleicht hast du auch schon eine Antwort gefunden, wenn nicht. Und wenn auch ja deine Antwort ist, dennoch möchte ich dich jetzt dazu einladen, dass wir in eine Grafikform jetzt wechseln, denn ich möchte jetzt genau diese Zustände bzw. Traumareaktionen mal aufmalen und mit dir das anschauen und ob wir tatsächlich diese Freiheit dann empfinden könnten. Ja, was sehen wir uns auf dieser Grafik, was ich dir aufgemalt habe? Vielleicht kennst du ja auch diese Übersicht von verschiedenen Zuständen im Nervensystem. Eine sehr ähnliche Darstellung gibt es auch vom Polyvagal-Institut, ja, durch Stephen Porges, beziehungsweise in deutscher Übersetzung gibt es mit ein bisschen Abweichung bezeichnete ja, Zustände dazu. Aber das Wesentliche ist eigentlich identisch. Also sprich, wir haben primär drei verschiedene Zustände im Nervensystem: einen entspannt regulierten Zustand, wir haben einen mobilisierten Zustand und einen immobilisierten Zustand. Und ja, vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, naja, haben das denn alle Menschen, diese Zustände? Die Fragestellerin hat ja das so formuliert, ja, wenn diese Zustände, nicht wahr, und Reaktionen wir nicht hätten, ob wir da frei wären. Und ich stelle jetzt mal andersrum die Frage, wenn wir, und das siehst du jetzt, ja, ich habe das jetzt auch hier eingemalt, wo dann diese Zustände, also Kampf, Flucht, Erstarrung, und ich nenne es mal Live-Modus, also ein ganz normaler
zum Teil auch Flow-Modus, aber einfach, ja, da passiert das Leben und das Nervensystem ist in der Lage, sich selbst zu regulieren. Also, wenn diese Reaktionen wir hier haben, was denkst du? Sind das jetzt Reaktionen, ähm, ja, von Menschen, die traumatisiert sind oder besitzen diese Fähigkeit an Reaktionen alle Menschen? Denn genau das ist der Fall. Also diese Reaktionen im Nervensystem sind uns schon immer angelegt. Das dient dazu, dass wir überleben. Und wo dann bei Traumatisierung und insbesondere bei chronischer Traumatisierung, also Entwicklungstrauma, die Problematik ist folgend, dass wir hier extreme Situationen und extreme Zustände haben, inklusive auch mit Freeze. Das bedeutet, dass diese Freeze, also dass ich in diesen Zuständen von Kampf, Flucht, Erstarrung, wenn ich dort stecken bleibe, also das Nervensystem ist dann nicht mehr in der Lage, sich selbst zu regulieren. Wir verlieren die Fähigkeit der Selbstregulation. Wir bleiben dort stecken. Ja? Dann kann dazu führen, und das führt ja auch dazu, dass wir uns bereits schon im Kindesalter verschiedenste Art von Überlebensstrategien genau mit diesen Zielsetzungen, ja, dass ich mit jemandem Kampf gehe, ja, ich habe ständig zum Beispiel, ich zoff mit jemandem, ich habe Wutausbrüche, ich bin aggressiv, ja, oder ich bin in einer chronischen Fluchtreaktion. Ich flüchte vor allem, auch vor der Stille zum Beispiel, oder dass ich in eine chronische Erstarrung bin, wo ich zum Beispiel stets unterreguliert bin, immobilisiert. Ja, das sind dann Extremzustände. Ebenfalls dies siehst du zwischen reguliert und immobilisiert. Das ist so an der Grenze, habe ich hingemalt. Und das kann sein, wenn ich in einem regulierten Zustand bin und dann plötzlich kommt ein Trigger. Und wie aus dem Nix werde ich in ein Flashback oder durch ein Flashback wieder erleben, dann auch als Folge zum Beispiel einer Dissoziation katapultiert, aber auch Dissoziation kann chronisch werden, nicht wahr? Ganz schwere Störungen, dissoziative Störungen gibt es auch. Nicht zuletzt Shutdown, das ist ein Extremzustand und Extremreaktion vom Nervensystem, wenn ich nicht in der Erstarrung bin und auch nicht in einer chronischen Erstarrung bin. Also Erstarrung kann, wenn es grün ist, ja, also jeder Mensch hat auch zum Beispiel plötzlich erschrocken. Ja, ist ein Riesenunfall passiert, macht Riesenbums auf der Autobahn zum Beispiel, ja. Es ist natürlich auch ein Riesenkrach, was es ist, und ich erschrecke mich. Und dann ist ja immer plötzlich, der Körper ist im ersten Moment erstmal erstarrt, ja, und versucht, die Gefahr zu orten, und auch der Körper versucht, mh, abzuleiten, was ist als nächstes zu tun. Wenn das aber auch eine chronische Erstarrung ist, also wird ein Freeze werden, und ich dann da auch daraus sogar eine extreme Belastung erlebe, kann zu Shutdown führen. Ebenso aus Extremkampf und Extremfluchtsituation. Das ist ja meistens mit Hyperarousal einhergehend, also da bei der Mobilisierung, ja, dann bin ich ja immer mobilisiert, chronisch mobilisiert. Brrr, da ist ja alles immer nur am Rattern, auch im Kopf, aber auch das Nervensystem ist immer in der Überregulierung.
Und wenn das auch in ein eingefrorenem Freeze-Kampf ist und in ein eingefrorenem Freeze-Flucht ist, also in ein Extrem- und in einen chronischen Modus, kann dann zu Shutdown führen. Ich hoffe, dass du diese Vorgänge jetzt so sehr gut für dich verstanden hast. Vielleicht auch für dich sehr interessant, was eigentlich hier in der Mitte ist. Das wird nämlich äußerst selten beschrieben, wo diese Fragezeichen ist. Das Fragezeichen, diese kleine Schnittmenge dort, ist genau das, wo die hochfunktionale Menschen sind. Diese Menschen verstehen alle Zustände, ja, und können wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr lange für sich sorgen. Von außen sieht kein Mensch, dass sie erkrankt sind, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben mit vielen, vielen Dingen. Und meistens sind sie selbst auch nicht dessen bewusst, dass einiges im Argen liegt. Irgendwann kommen sie dann dazu, weil sie das dann merken. Aber die sind diejenigen, die wirklich alle Zustände meisterhaft jonglieren, ohne darüber oder davon zu wissen. Und irgendwann passiert aber ja irgendeine Art von Ausfall, wobei dann die Krankheit dann auch an sich ja dann wirklich ausbricht, in Anführungsstrich. Genau. Also sehr gern, dass du ja diese Übersicht herunterladen kannst. Das ist genau das, wie wir Nervensystemregulation und die Zustände von Nervensystem hier bei uns und in unser Institut verstehen. Und ja, jetzt nochmals zur Frage, wenn ich jetzt diese Reaktionen, also Kampf, Flucht, Erstarrung, nicht mehr hätte, ob das Freiheit wäre? Ich glaube nein, ganz klar nicht. Denn dann hätte ich ganz wichtige und entscheidende Fähigkeiten nicht mehr, die mir dabei helfen, überhaupt im Leben zu bestehen. Das sind notwendige Fähigkeiten. Ich brauche diese. Dann hätte ich Freiheit, wenn ich die Extremzustände nicht mehr hätte, sondern durch das Erlernen der Selbstregulation ich ja mein Nervensystem immer mehr in Heilung ja, begleiten könnte und dann immer mehr in einen ganz regulierten Zustand verweile und ja, mich aufhalte und ich immer öfters in ein ganz gesunder Flucht, Kampf oder Erstarrung beziehungsweise primär in diesem regulierten oberen Bereich bin, wo ja das Leben einfach passiert und wo ich meistens wirklich durch positiven Erlebnisse, Erfahrungen, Wahrnehmungen im Körper aufgesucht werde und die Extremzustände dann tatsächlich nicht mehr da sind. Dann wäre das Freiheit. Ich hoffe sehr, dass dieses Video spannend für dich war, und wenn es so ist, dann freue ich mich, wenn du ein Abo hier lässt, falls du zum ersten Mal auf dem Kanal warst oder wiederkehrend da bist, aber noch kein Abo hast. Und ich freue mich über deine Kommentare, denn es ist so spannend, wenn du über deine Erfahrungen berichtest, nicht nur für mich, aber auch für die Community. Und ich beantworte wirklich jede einzelnen. Und ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich, wie immer, alles, alles Liebe. Und ja, bis dahin, alles Gute. Gabriela. 'Cause it feels like home.